Mit PowerFox haben Sie es in der Hand. Ihr Stromverbrauch auf Ihrem Mobiltelefon. In diesem kurzen Video erfahren Sie, wie Sie den PowerOpti in wenigen Minuten installieren und per App aktivieren. In dem Paket von PowerFox erhalten Sie folgende Inhalte: ein PowerOpti, ein Netzteil für die Stromversorgung, eine Antenne sowie einige Adapter zur Anbringung an einigen Zählertypen. An den meisten Zählern wird die Installation ohne Adapter funktionieren. Was sollten Sie vor Beginn der Installation beachten? Sie benötigen einen digitalen Stromzähler mit einer Infrarotschnittstelle, eine Steckdose in der Umgebung Ihres Zählers, ein WLAN-Signal in der Umgebung Ihres Zählers und Sie benötigen gegebenenfalls eine 4-stellige PIN zur Freischaltung des Stromzählers. Hierfür wenden Sie sich bitte an Ihren Messstellenbetreiber. Jetzt kann es losgehen. Laden Sie die PowerFox-App oder die entsprechende App Ihres Energieversorgers auf Ihr Smartphone und registrieren sich. Die App leitet Sie nun durch den Aktivierungsprozess. Als erstes scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite des PowerOpti und verknüpfen damit Ihr Gerät mit Ihrer App. Sie befestigen nun den PowerOpti auf der Infrarotschnittstelle Ihres Zählers mit der Top-Markierung oben. Sie befestigen die Antenne am PowerOpti und führen diese aus dem Zählerschrank heraus. Dann schließen Sie das Netzteil an den PowerOpti an. Der PowerOpti sollte nun grün blinken. Dann verbinden Sie den PowerOpti mit Ihrem WLAN, indem Sie Ihr WLAN-Passwort eingeben. Geben Sie nun noch die 4-stellige Zähler-PIN ein. Zur vollständigen Nutzung der App-Funktionen aktivieren Sie bitte die Übermittlung Ihrer Verbrauchsdaten. Nach kurzer Zeit ist der PowerOpti in Ihr WLAN eingebunden. Er sollte nun grün leuchten. Sie können nun mit der App überall auf Ihre Stromdaten zugreifen. In unserer App erhalten Sie Hinweise zu Ihrem Stromverbrauch. Sie können sich mit anderen Verbrauchern vergleichen und behalten die Kontrolle über Ihre Stromkosten. In Zukunft finden Sie bei PowerFox weitere spannende neue Funktionen.